In diesem Märklin-Erklärvideo zeigen wir Ihnen die Lokfunktionen Ihrer Mobile Station 2, mit der Sie Lokomotiven digital steuern können. Die neuesten Lokomotiven von Märklin haben einen digitalen MFX-Decoder und werden automatisch von Ihrer Mobile Station erkannt. Ist die Lok einmal erkannt, wird sie für immer in der internen Lokliste der Mobile Station gespeichert. Sollten Sie auf Ihrer Mobile Station also einmal die Meldung sehen, dass keine Lok erkannt wurde, dann liegt es daran, dass die Lok möglicherweise noch in der internen Lokliste von vergangenen Spielzeiten gespeichert ist, aber nicht in die aktive Lokliste geladen wurde. Dann können Sie die Lokomotive aus der internen Lokliste zurück in die aktive Liste der Lokomotiven holen. Alle Lokomotiven, mit denen Sie in der Vergangenheit schon mal gespielt haben, sind in der internen Lokliste gespeichert. Sie können also jederzeit eine Lokomotive zurück in die aktive Lokliste laden. Die aktive Lokliste hat übrigens bis zu 10 Einträge, die interne Lokliste bis zu 40 Einträge. So können Sie auch mit einer Mobile Station mehrere Lokomotiven parallel steuern. Wenn alle Plätze für die Lokomotiven Ihrer Mobile Station belegt sind, dann können Sie Platz machen, indem Sie eine Lok freigeben oder eine Lok löschen. Dazu gibt es einen wichtigen Unterschied. Lok freigeben bedeutet, die Lokomotive bleibt in ihrer internen Lokliste gespeichert, wird aber aus der aktiven Lokliste entfernt. Der Platz auf der Mobile Station wird aber jetzt frei für eine andere Lokomotive. Lok löschen würde bedeuten, die Lok wird auch aus ihrer internen Lokliste gelöscht und muss später erneut hinzugefügt werden. Deswegen klicken wir auf Lok freigeben, um diesen Platz für eine neue Lokomotive freizumachen. Jetzt können Sie den Platz neu belegen und wieder eine neue Lokomotive aus der internen Lokliste auf diesen Platz der aktiven Lokliste laden. Mit der Shift-Taste können Sie bei einer Lok die 8 Funktionen umschalten, falls Ihre Lokomotive mehr als 8 Funktionen besitzt. Jetzt haben Sie links und rechts nicht nur die F0 bis F7 Tasten, sondern auch die F8 bis F15 Tasten. Mit der Shift-Taste und dem Schraubenschlüsselsymbol kommen Sie in das Menü, um Lokomotiven zu konfigurieren. Hier können Sie eine Lokomotive jetzt auch bearbeiten und zum Beispiel verschiedene Funktionen ändern, wie zum Beispiel den Namen. Sie können aber auch das Loksymbol ändern, von einer Dampflokomotive beispielsweise zu einer Diesellok. Auch die Icons für Funktionen auf Ihrer Mobile Station können Sie anpassen. Sie können aber auch die Maximalgeschwindigkeit ändern, indem Sie den Vmax-Wert ändern, nach oben setzen oder nach unten setzen. Auch die Minimalgeschwindigkeit können Sie auf diese Weise anpassen. 2 sehr schöne Funktionen sind die Anfahrverzögerung und die Bremsverzögerung, ACC und DEC genannt. Mit der Funktion ACC können Sie einstellen, wie langsam Ihre Lok anfahren soll, wenn Sie den Drehregler nach oben bewegen. Mit der Funktion DEC können Sie die Bremsverzögerung einstellen, wie lange der Bremsweg Ihrer Lokomotive sein soll. Auch hier wird der Sound mit dem Bremsquietschen angepasst. Natürlich können Sie auch die Lautstärke Ihrer Lokfunktionen verändern. Hier nehmen Sie den Wert Volume und können mit der Plus-Taste die Lokomotive zum Beispiel lauter machen. Und wie Sie jetzt mit Ihrer Mobile Station Weichen und Signale schalten, das erklären wir Ihnen im nächsten Märklin-Erklärvideo.